Wochenfazit mal aus dem fahrenden Auto. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich finde es auf alle Fälle nett und hinführend zu unserem Thema. Das lautet: Du musst dich entscheiden. Hier beim Autofahren, da funktioniert es, da kann ich wirklich zwei verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Ich habe wohl verschiedene Prozessoren in meinem Kopf, die ganz parallel arbeiten können. Aber bei den meisten Dingen unseres Lebens, da funktioniert es eben nicht. Und dann müssen wir eben uns entscheiden für das eine oder für das andere. Und wir haben ja momentan gerade die Zeit, wo wir den Kalender planen, wo wir uns entscheiden müssen über Stückzahlen, über Farben, über verschiedene Auflagen und so weiter. Und das müssen wir einfach jetzt tun, weil der Kalender, der dreht sich wegen uns nicht langsamer, bloß weil wir nicht in die Pötte kommen. Insofern ist es wirklich eine wichtige Sache, aber auch ganz generell für alle Lebensbereiche von großer Bedeutung. 3 Themen sind mir wichtig. Erstens, es ist schwierig. Zweitens, die Zeit läuft. Drittens, letztlich müssen wir doch vertrauen. Ja, es ist schwierig, denn jede Entscheidung für etwas ist auch eine Entscheidung gegen etwas. Und wir halten uns einfach gern die Optionen offen. Und ja, das ist eben dann nicht mehr der Fall. In dem Moment, wo du dich für eine Frau entscheidest, entscheidest du dich gegen 500 Millionen andere Frauen, die so in deinem Altersbereich wären. Ja, und wenn du dir da nicht sicher bist, dann versuchst du halt, das irgendwie hinauszuzögern. Und so ist es eben mit ganz vielen anderen Dingen auch. Entscheidung heißt einfach Scheidung, ja? Links oder rechts. Oder Beschluss heißt einfach, ja, es ist Schluss. Es gibt einem einfach nichts anderes mehr. Und der zweite Punkt, und deswegen fällt es ihm einfach schwer. Ja, das muss man uns einfach klar sein. Und das ist eine Sache, die man lernen muss, wenn man so sagt, lerne Nein sagen. Ja, Nein sagen ist auch eine Entscheidung. Du kannst ja später wieder Ja sagen, aber du musst erstmal bei vielen Dingen auch erstmal ganz bewusst Nein sagen. Und auch vielleicht diesen Schmerz erspüren, der da in dir vor sich geht. Oder auch diesen Mut haben, das vielleicht mal jemand anderem zu sagen. Nein. Ja, die Zeit läuft und das ist ein langsam kommendes Nein. Aber eben nicht nur ein langsam kommendes Nein, sondern es ist eine Sache, die dir einfach dann aus der Hand genommen wird. Also wenn wir nicht entscheiden, dann fällt die Entscheidung einfach irgendwie. Ja? Und es ist oft besser, eben eine falsche Entscheidung zu treffen und daraus dann zu lernen und sagen, okay, das war jetzt nicht richtig und das mache ich das nächste Mal anders. Aber keine Entscheidung zu treffen, ist die schlechteste Option. Ja, aber die Zeit hat noch einen anderen Faktor. Sie hilft uns nämlich und sie muss uns helfen, wenn wir schon nicht entscheiden. Es ist auch gut, nicht einfach so bloß spontan zu entscheiden, sondern die Zeit, die da ist, dann ganz bewusst zu nutzen, zu möglichst viel Information, zu Fakten zu kommen, um richtig, möglichst verantwortungsvoll entscheiden zu können. Und dafür ist die Zeit da, aber sie läuft einfach. Und wenn ich jetzt, dann hat denn das zum Beispiel jetzt auch die höchste Priorität. Ja? Ich muss mir möglichst viele Fakten, und ich kann nicht alles abschätzen, aber ich muss mir möglichst viele Fakten holen, um dann richtig entscheiden zu können. Da gibt es bei der Menge der Ratgeber ist Heil. Ich kann auch andere fragen, aber ich muss irgendwann zu einem Entschluss kommen. Der dritte Punkt ist, letztlich müssen wir eben vertrauen. Und ich sitze hier jetzt 24 Stunden später eben noch mal im Auto und mache hier weiter, weil wir jetzt 24 Stunden Pause gemacht haben. In Analogie
zum Sabbatgebot. Nicht, dass wir das halten müssten. Das ist einfach nur eine wunderbare Übung, um Vertrauen zu lernen. Um zu sagen, jetzt wenn ich hier wirklich nicht selber aktiv bin, Gott kümmert sich um mich, so wie er Israel damals am Sabbat eben oder am Tag vorher das Essen für den Sabbat gegeben hat, hat er ihm mehr gegeben, er hat gesorgt und es ist eine tolle Lehre einfach loszulassen und auch zu überlegen, ja, auf wen vertraue ich denn letztlich? Vertraue ich auf meine eigene Weisheit, auf meine Kraft und auf mein Geld oder auf irgendwas, oder vertraue ich auf den, der Himmel und Erde gemacht hat und setz und wirf mich sozusagen ganz auf ihn. Und dieser Vers, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um uns, der soll uns ruhig werden lassen. Er zeigt einerseits, ja, Gott ist im Regiment und er kann die Dinge lenken, er vermag, er hat alle Kraft, er hat allen Reichtum, der alles übersteigt. Aber hier ist es schön zu hören, er ist besorgt um euch. Und dieses Bewusstsein, dass da jemand, der stärker ist als ich, dass er auf mich schaut und dass er die Dinge im Blick hat, er weiß wirklich die Zukunft, im Gegensatz zu allen möchte gern Wahrsagern, ja, die im Grunde genommen nicht wissen, was wirklich in der Zukunft kommt, nur gut raten können. Gott weiß, wie es weitergeht und das ist, worauf wir allein unser Leben bauen und unsere Entscheidungen letztendlich an ihn abgeben und ihm vertrauen. Und mit der Zeit wird man eben immer ruhiger und sicherer, wenngleich es immer wieder schwierig ist, muss ich auch zugeben. Aber wenn er einem so oft auch geholfen hat und wenn er es wunderbar geführt hat, manchmal so rum, ja, dass man dachte, man ist ganz sicher und es wird dann doch nicht so, anders mal andersrum und denkt, man hat ja nur Fehler gemacht oder so und dann wird es doch zum Guten. So sind wir einfach hier am besten aufgehoben und Gott ist wirklich vertrauenswürdig und deswegen hier auch nochmal dieser letzte Satz auch, du musst dich entscheiden, auf wen du wirklich vertrauen willst. Gott allein ist letztlich vertrauenswürdig und sein Wort ist wahr. Frag ruhig andere Gläubige, ja, oder auch uns, wie klar und wie unmissverständlich auch sein Wort ist und wie, ja, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Auf das Wort kannst du wirklich bauen.